Über viele Jahre war der Dorsch der Ostsee der Brotfisch der Ostseefischerei. Es gab Dorsch in Hülle und Fülle. Das hat sich aber in den letzten Jahren geändert. Da haben sich die Umweltbedingungen geändert. Die Nachwuchsstärke war nicht mehr so stark, wie sie früher war. Das heißt, der Dorschbestand, die Population des Dorsches ist langsam etwas weniger geworden. Und das führt am Ende dazu, dass einer von den beiden Dorschbeständen in der Ostsee, nämlich der in der östlichen Ostsee, in einem so schlechten Zustand ist, dass er eigentlich gar nicht mehr befischt werden darf. Das heißt, während wir in den letzten Jahren immer darum gekämpft hatten, möglichst die richtige Menge an Dorsch mit den Netzen zu fangen und die richtigen Größen aus den Netzen zu fangen, geht es jetzt in der östlichen Ostsee, das ist so alles ab Rügen östlich, darum, möglichst wenig Dorsch zu fangen oder eigentlich gar keinen Dorsch mehr zu fangen, sondern nur noch die anderen Arten, die man noch fangen kann. Das sind Scholle, Flunder, Steinbutt zum Beispiel, also die Plattfischarten. Das heißt, wir mussten spätestens letztes Jahr anfangen, mit großem Aufwand uns Netze auszudenken und die auch zu erproben, die Plattfische noch fangen, aber die Dorsche am Ende irgendwie rauslassen, sodass die Dorsche weiterleben können und möglichst in naher Zukunft wieder einen Bestand aufbauen können, der dann auch wieder einer Fischerei erlaubt, da ordentlich drauf zu fischen. Eine wichtige Fischerei in der Ostsee ist die Grundschleppnetzfischerei, mit der üblicherweise Fischarten wie Dorsch und verschiedene Plattfische gefangen werden. Das heißt, wenn ich mich um den Dorschschutz kümmern möchte, muss ich mich auch um diese Fischerei kümmern. Und bei der Grundschleppnetzfischerei wird ein Netz von einem Schiff über den Meeresboden gezogen, sammelt die Fische auf. Dann muss ich, wenn ich die Dorsche entkommen lassen möchte, dafür sorgen, dass irgendwo in diesem Netz, wenn sie eingesammelt sind, die Dorsche entkommen können. So ein Schleppnetz besteht aus einem trichterförmigen Teil, dann verjüngt sich das und es entsteht im Prinzip so eine Art Schlauch, ein Tunnel, durch den die Fische nachher in den Stert kommen. Der Stert ist das Ende des Netzes, dort wo der Fang gesammelt wird. Und irgendwo auf diesem Weg muss man dafür sorgen, dass die entkommen können. Wir haben also verschiedene Sachen ausprobiert und die Sache, die am besten funktioniert hat, die am meisten Dorsche entkommen lässt und trotzdem die Plattfische im Stert sammelt, war wir nennen es Roofless, also ein dachloses Netz, in dem wir einfach in diesem Tunnel, in diesem schlauchförmigen Teil oben ein Loch geschnitten haben, das noch so ein bisschen modifiziert haben, dass das möglichst stabil ist und die Fische rausgeleitet werden. Aber im Prinzip ist es so, die Fische kommen hier reingeschwommen, die Dorsche eher weiter oben in diesem Schlauch und sehen dann das große Loch, können da hinausschwimmen und die Plattfische schwimmen hier unten an der Unterseite dieses Schlauches, dieses Tunnels lang und landen im Stert. Nun kann man natürlich sagen, okay, dann fangen wir da und holen alles an Bord und sortieren an Bord aus, auf dem Schiff aus und schmeißen die Dorsche wieder über Bord. Das ist keine gute Idee, weil von den Dorschen überleben dann nicht so viele. Das heißt, man hat die gefangen und am Ende aus dem Bord geschmissen, aber sie sterben trotzdem. Das heißt, es hilft dem Bestand nicht. Deswegen müssen wir direkt unter Wasser die Fische aussortieren, also die Fische entkommen lassen, damit sie weiterleben, wachsen, Nachwuchs bekommen und in ein paar Jahren dort auch wieder eine vernünftige Dorschfischerei stattfinden kann. Deswegen gucken wir uns die Schleppnetze an, die Netze an und versuchen dort Möglichkeiten zu schaffen, damit die Dorsche entkommen können. Wir haben jetzt also eine Möglichkeit, etwas besser zu machen. Zukünftige Nahrungsmittel heute zu schonen, damit wir sie später vernünftig nutzen können. Jetzt muss das natürlich auch noch genutzt werden. Hier gibt es mehrere Optionen. Eine Option ist, die Fischerei benutzt das freiwillig oder die Politik unterstützt das in verschiedener Form. Das heißt, jetzt muss es im Prinzip unter die Leute gebracht werden, um den Dorsch heute zu schonen und morgen nutzen zu können.